Ich denke, gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen wir alle diese guten Geschichten, nämlich dass Gott jetzt auch aktiv ist und handelt und dass ihm nichts so unwichtig ist. Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich gemerkt habe, dass sich meine Sehschärfe verschlechtert. Und deswegen bin ich zum Augenarzt gegangen. So, das Ergebnis war aber eindeutig. Ich hatte viel zu hohen Augendruck. Und er hat mir dann ganz klar gesagt, dass das darauf hindeuten könnte, dass sich bei mir ein grüner Star anbahnt. Ich bin nach Hause gegangen und dachte, wow, was für ein Segen ist es, wenn wir sehen können. Und ich habe die Natur angesehen und mein Haus und dachte, oh, es ist so schön. Ich will das sehen. Ich will meine Kinder sehen. Ich will meine Enkel sehen. Ich möchte sehen können. Ich möchte die Schönheit der Schöpfung sehen können. Ich möchte nicht blind werden. Und ich fing an zu beten, dachte, Herr, das kann es nicht sein. Diese Vermutung soll sich bitte nicht bestätigen. Und den Monat später beim Augenarzt kam die nächste Untersuchung und der Verdacht hat sich erhärtet. Der Augendruck war wieder erhöht über dem Normalwert. Damit verhindert wird, dass der Sehnerv geschädigt wird, damit man diesen Prozess verlangsamt, hat er mir Augentropfen verschrieben. Diese Tropfen sollte ich fortan für den Rest meines Lebens einnehmen. Und künftig auch alle 3 Monate zum Augenarzt kommen, weil ich ja immer wieder ein neues Rezept brauchen würde. Und dann hat er gesagt, die positiven Nebenwirkungen sind, ich würde vollere Wimpern kriegen. Super, gute Idee, gute Nachricht. Und ein Nebeneffekt wäre aber auch, dass sich meine Augenfarbe verändern könnte. Und ich bin herausgegangen aus diesem Termin und ich so, was ist das? Und ich habe gedacht, ich möchte zum einen nicht mein Leben lang alle 3 Monate zum Arzt gehen. Ich habe andere Hobbys. Ich möchte bitte nicht den Rest meines Lebens Augentropfen nehmen. Aber ich möchte schon gar nicht, dass sich meine Augenfarbe verändert. Die hat Gott mir so geschenkt, so soll sie bitte bleiben. Aber noch viel weniger möchte ich blind werden. Das war so, Herr, nein, das kann nicht sein, ich will das nicht. Und ich habe mich entschieden, diese Augentropfen nicht zu nehmen. Ich habe gesagt, ich will erst mal beten. Und wenn ich die ein paar Monate später anfange zu nehmen, ist es ja auch okay. Natürlich, wenn es sein muss, nehme ich die. Aber ich schieb's noch mal ein bisschen. Der nächste Termin war nun 3 Monate hin. Im März 2020. Und ich hatte dann diese Bibelstelle im Sinn, die im Johannes 9 steht. Da ging es um einen, der blind geboren war. Und Jesus spuckte auf den Boden und rührte einen Brei aus seinem Speichel an. Lecker. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich und so weiter. Und der Mann ging zu dem Teich, er wusch sich und er konnte sehen. Jesus Speichel hat einen blinden Mann sehend gemacht. Ich hatte immer diese Bibelstelle in mir und dachte, Herr, ich brauche diesen Speichel. Natürlich nur symbolisch. Aber das war genau das, was ich dachte. Ich brauche dich selbst als Jahwe Rapha, den Herrn, meinen Arzt, der mir diesen Speichel auf die Augen schmiert, sodass ich sehen kann. Ich bete, dass ich keinen grünen Star habe, dass meine Augen topfit und gesund sind und dass dieser Augendruck zurückgeht. Und ein paar Tage später war Gottesdienst. Ich war in meiner Gemeinde der Hope Church in Bremen. Und ich bin nach dem Gottesdienst zum Gebetsdienst gegangen. Und ich habe gesagt, hier, das ist die Diagnose. Wir haben gebetet, dass meine Augen gesund werden und dass dieser Augendruck gesenkt wird. Und die eine Beterin sagte dann, ich habe ein inneres Bild für dich. Ich habe diese Bibelstelle vor mir, dass Jesus mit seinem Speichel einen Brei anrührt und ihn auf deine Augen schmiert. Und ich war so ergriffen und dachte, das ist doch genau die Stelle, die ich seit Tagen jetzt nicht loswerde. Und ich habe das als Bestätigung angenommen. Ich habe gesagt, ich nehme das an. Ich glaube, ich bin jetzt geheilt. Und so bin ich dann vor 1,5 Wochen zu diesem Termin gegangen. Es war schon so ein bisschen Corona-Wahn, überall waren alle vorsichtig, aber man konnte noch hingehen. Und die erste Untersuchung war der Augendruck. Und ich war mir sicher, er wird niedriger sein. Und sie machte den Test und sagte, oh ja, alles ganz normal. Und dieser Wert
war komplett im Normalbereich, komplett gesunken. Und ich innerlich so voll Freude, ich so, Halleluja, jetzt beweist du mir, ich bin geheilt. Der Augendruck ist das erste Zeichen. Und dann kam diese Extra-Untersuchung mit der Fotografie beider Sehnerven. Und dann habe ich gewartet auf den Arzt und er rief mich rein und sagte, wir können das kurz machen. Dies ist einer der wenigen Momente, die mich freuen. Denn ihre Augen sind topfit in Ordnung. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Das, was ich dachte, was da wäre, das ist nur da eine leichte Wölbung. Es ist alles in Ordnung. Es ist überhaupt kein Zeichen vom grünen Star da. Und ich konnte gehen. Und ich wusste, das war Jesus. Es war etwas da und er hat es geändert. Und das habe ich erlebt in dieser Phase, wo es mit diesem blöden Virus losgeht. Gott war es nicht so unwichtig, sich um meine Augen zu kümmern. Er ist da. Er geht mit uns. Und du bist ihm auch nicht so unwichtig. Was auch immer du hast, wo du eine Sorge hast, wende dich an ihn, schrei nach ihm. Und er ist da. Bete, faste, flehe ihn an. Und er greift ein. Wir sind nicht verloren, wir sind nicht alleingelassen. Wir haben einen großen Gott, der Wunder tut. Und ich liebe jedes Wunder, das er in meinem Leben schon getan hat. Und er hört nicht auf damit. Und ich liebe dieses Wunder, der Heilung meiner Augen ganz besonders. Ich wünsche dir allen erdenklichen Segen dieser Welt und dass du geheilt und geschützt durch diese Phase gehst. Dass du dich nicht ansteckst. Dass du gesund bist und bleibst. Amen.